Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Ja, wir haben den 6. Dezember, Nikolaustag 2023. Ich bin draußen bei uns im Garten, sitze hier im Unterstand. Es ist, wie man sieht, kalt. Wir haben, glaube ich, so um die 2 oder 3 Grad. Hier hat es halt den Vorteil, ich bin ein bisschen windgeschützt und hoffe daher, mit meinen Streichhölzern arbeiten zu können und nicht unbedingt aufs Feuerzeug zurückgreifen zu müssen. Heute gibt es ein Tabak-Review. Und ich nutze dieses auch gleich noch als Gelegenheit, um eine Pfeife einzurauchen. Also 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Konkret vorstellen möchte ich euch heute diesen Tabak hier. Es ist die Fourth Generation und zwar 1855. Eric Peter Stokkebye. Tja, ich hatte die Dose so gesehen, hatte mir die Beschreibung durchgelesen und da hieß es im Internet, das war bei Cigar World, dass der Tabak so die Aromen haben soll von Trockenobst. Wer mich kennt, weiß ja, ich liebe Virginias mit diesem Trockenobstduft, die so leicht nach Pflaume, wie gesagt, nach trockenem Obst oder auch nach Feigen schmecken. Und von daher bin ich neugierig geworden, dachte mir, diesen Tabak hier besorgst du dir. Die Dose selbst, oh, hätte man besser designen können, angesichts der Tatsache, dass es hier um eine 4. Generation des Hauses Stokkebye geht. Aber gut, Geschmäcker sind verschieden. Wie gesagt, ich hätte es anders designt, aber es geht ja weniger um die Verpackung, denn vielmehr um den Inhalt. Und diesen zeige ich euch jetzt. Hier sind ein paar Eindrücke vom Tabak. So, welcome back. Jetzt habt ihr den Tabak gesehen. Hier ist nochmal die Dose. Wenn wir die öffnen, Papierhülle, das ist ja obligatorisch, haben wir hier nochmal so einen weißen Deckel, ohne Muster, ohne alles. Einfach nur rausnehmen und schon präsentiert sich einem hier der Tabak. In die Dose hereingepresst ist es wie eine Art fester Kuchen. Kennen wir ja, hingehen, einfach mit den Fingern ein bisschen auflockern und schon kommen wir an das gewünschte Kraut. Der Geruch ist jetzt genau das, was mich natürlich reizt. Wenn wir die Nase hier dran halten, dann riechen wir Virginias, Trockenfrüchte, bisschen Pumpernickel, aber der Schwerpunkt ganz klar auf Trockenfrucht. Und wenn ich das hier rieche und an die Beschreibung von Cigar World denke, wo es ja auch heißt, Aromatisierung Trockenobst, dann läuft einem hier das ganze Wasser im Mund zusammen. Ich liebe sowas hier. Das ist eine Mischung aus Virginia und Burley. Von Burley riechen kann ich jetzt hier erstmal soweit nichts. Es riecht wirklich süßlich Virginia-lastig. Dürfte also folglich genau in meine Richtung gehen. Jetzt weiß ich noch, als ich es gekauft hatte, ich hatte mir diverse Informationen hierzu durchgelesen, dass der Fourth Generation 1855 geringfügig aromatisiert sein soll. Gut, jetzt heißt es ja Trockenobst. Ich gehe also mal davon aus, man wird dann als Casing, als Flavor hierfür vermutlich irgendwas mit Trockenobst genommen haben. Pflaumensaft zum Beispiel, Feigenaroma, irgendwas in dem Dreh. Und von daher, ich möchte euch jetzt hier nicht lange mit dem Bla 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 aufhalten. Jetzt zeige ich euch kurz die Pfeife. Gestopft ist sie ja bereits. Wie gesagt, die Pfeife werde ich heute auch bei der Gelegenheit gleich einrauchen. Ist ja wie gesagt Virginia-lastig. Und wenn ihr die Pfeife mit dem Tabak, mit dem eingebrachten gesehen habt, dann legen wir mit dem Review los, in gewohnter Weise. Also, bis gleich.
Hier ist das gute Stück nochmal. Es ist von Paul Winslow, eine Crown 200, die ich jetzt gerade kürzlich erst über Pfeifenstudio Frank bekommen habe. Eine tolle Pfeife, super aufbereitet. Joachim Frank hat hier sogar Einrauchpaste eingebracht. Gut, die hätte es jetzt bei mir nicht gebraucht. Ich hätte eigentlich nur runtergeriemt bis aufs Holz. Jetzt gesagt, hier wird glücklich damit. Aber Einrauchpaste, mei, es gibt Schlimmeres. Ja, gestopft habe ich die Pfeife natürlich in altbewährter Methode. Einfach unten Pfeifenreiniger rein und nach meiner gewohnten Art halt Tabak erst etwas lockerer einbringen. Dann ein paar Tabakpäckchen oben drauf andrücken. Ich habe nach oben hin so ungefähr 2 mm, 3 mm Platz gelassen. Der Tabakschnitt erinnert so an einen fein geriebenen Ready Rubbed. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube Ribbon Cut nennt sich das. Also er ist nicht grobfaserig, er ist jetzt aber auch nicht gerade Feinschnitt. Er ist halt wie ein Ready Rubbed, den man nochmal zusätzlich aufgerieben hat. Schauen wir mal nach, wie es kommt. Hier könnt ihr ja gut sehen, der Tabak bäumt sich natürlich erwartungsgemäß auf. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann sind die Stokkebye-Tabake der 4. Generation ja so geartet, dass das Jahr angibt, wann diese Tabakmischung ursprünglich auf den Markt gebracht worden ist. Das heißt jetzt hier konkret 4th Generation 1855. Da gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass dieser Tabak 1855 kreiert worden ist. Ich habe mich mal so ganz grob eingelesen. Ihr habt es ja auch bei mir im Intro gemerkt, beziehungsweise bei den Bildern. Ich habe ja nicht nur hier von Stokkebye den Tabak gezeigt, sondern ich habe ja auch von Peter Stokkebye noch so ein Bildchen hier. Denn Peter Stokkebye, so heißt ja die Dachfirma, wenn man so will, die vertreibt ja die Tabake. Und Peter Paul Stokkebye, das war der Gründer der Tabakmanufaktur und der hatte ursprünglich mit Zigarren angefangen. So, das ist so ein bisschen was ich mir nur eingelesen habe, weil für richtige Historie, da gibt es andere YouTuber. Habt ihr gesehen, ich habe einen zweiten Versuch gebraucht. Jetzt ist die Oberfläche schön glatt. Es war ja nicht anders zu erwarten. Der Tabak ist Virginia-lastig, definitiv ist auch noch Burley mit drin. Und dementsprechend kommt es natürlich auch beim Nachfeuern eben was zumindest ein bisschen der Fall, dass so ein leicht harsches, bitteres Aroma durchkommt von den Virginias. Tja, doch, wie soll es auch anders sein? Ein paar wenige Momente nur und dieses bittere Aroma ist wieder völlig verflogen und macht jetzt halt einem Virginia Aroma Platz. Ja, jetzt haben wir das, worauf ich gewartet habe. Wir haben jetzt Virginias, süßliche, leicht süffige Virginias. Im Hintergrund ganz dezent heuige Anklänge. Ich muss doch nochmal nachhelfen. Ja, es bleibt dabei. Jetzt ist er wirklich Virginia-lastig, auch vom Geschmack her. Diese süffigen Virginias kommen durch. Im Hintergrund habe ich ja schon gesagt, so leicht heuige Anklänge. Es scheinen also verschiedene Virginia Grades zu sein. Den Burley schmecke ich hier nur relativ schwach heraus. Ja.
Es ist ein ganz, ganz dezentes Burley Flavor mit drin, also Burley Aroma vom Tabak selbst. Burley entweder ja immer so ein bisschen schokoladig, nussig oder aber schokoladig erdig gehend. Hier merke ich so ein bisschen das Nussige heraus. Also keine Schokolade, man hat so eine leichte Nussnote dabei, als hätte ich eine Haselnüsse reingebröselt. Sieht ihr jetzt hier, Oberfläche schön geebnet, gleichmäßig grau. Und was ihr hier auch sehen könnt, ich sagte ja, ich habe ein bisschen Platz zum Rand gehalten, nach dem Anfeuern die Asche runtergedrückt und schon ist die Pfeife so gestopft, wie ich es gerne habe. Ich wäre ja fast versucht zu sagen, lasst uns mal ein kleines Quiz machen. Steuernummer 26602. Wir wissen ja alle, Cobb Tobacco Company. Und ich muss sagen, Fourth Generation 1855. Hier ist der Tabak hier nochmal. Thomas Nietzsche ist ja der Masterblender bei Cobb Tobaccos. Ich weiß jetzt natürlich nicht, inwieweit er hierbei seine Hände im Spiel hatte oder ob die Cobb Tobacco Company einfach nur die Fourth Generation 1855 von den USA 1:1 übernommen hat. Immerhin, das wissen wir ja, Cobb Tobaccos bringt ja jetzt mehr und mehr amerikanische und demnächst auch noch britische Tabake hier auf den Markt, auf den deutschen. Jedenfalls, der Tabak gefällt mir. Definitiv, der gefällt mir. Ich sagte ja, ich habe den Tabak zum Einrauchen genommen. Ich muss sagen, das ist eine ganz gute Idee, weil er klimmt jetzt hier friedlich vor sich hin. Die Pfeife kann eingeschmückt werden. Ja, es ist richtig gut am Zug. Der Tabak klimmt jetzt förmlich her. Er ist weich. Ein weicher, schöner, weicher, sanfter Tabak. Mit einer schönen, dezenten Süße. Von daher, das hier ist definitiv eine Mischung, die man auch den Puristen sehr gut ans Herz legen kann. Aromatisierung mit Trockenobst. Ich weiß nicht, ob es eine Aromatisierung ist. Ich bin der Meinung, das ist einfach nur das typische Aroma süffiger Virginias. Ich bin aber auch der Meinung, ich kann mich irren, aber ich bin der Meinung, hier ist Honig mit drin. Mhm. 1855 Eric Peters Blend, Ready Rub Virginia Tabak und Burley, habe ich ja gesehen. HOVA 50 Gramm. Und ich merke hier auch gerade noch was anderes. Hergestellt von der Scandinavian Tobacco Group. Ja, jetzt wird es natürlich richtig spannend, denn er sagte ja 26602, die Steuernummer ist ganz klar Cobb Tobaccos. Jetzt steht hier hinten aber drauf halt eben Made by Scandinavian Tobacco Group in Dänemark. Also muss ich davon ausgehen, dass sie den Tabak gemacht haben und Cobb Tobaccos dann aber den Vertrieb hier in Deutschland übernimmt. HOVA könnte für Honig Vanille stehen. Honig ist ja das, was ich gerade gesagt habe, schmecke ich so ein bisschen tatsächlich raus. Da liege ich also total richtig. Vanille? Schmecken tue sie nicht. Ich mutmaße mal, es heißt Honig Vanille. HO für Honig, VA für Vanille. Honig definitiv. Es ist ein bisschen Honigaroma mit drin, das merkt man. Und dieses Honigaroma unterstreicht so ein bisschen die natürliche Würze bzw. Süße in dem Fall von Virginia. Würzig ist er ja nur ganz dezent durch diese leicht heuigen Anklänge. Das Süffige überwiegt, Gott sei Dank, weil ich liebe süffige Virginias. Vanille kann ich nicht schmecken. Definitiv nicht. Und die Raumnote ist Tabak echt. Riecht nach einem Virginia Tabak. So ähnlich riecht auch der Patriot Flake. Und man spürt auch so beim Duft so ein bisschen den Honig, aber auch im Aroma vom Duft her
merke ich keine Vanille. Toller Tabak. Virginia, leicht süffig, ganz dezent heuig, eine ganz leichte Nussnote, so vom Burley her stammend vermutlich, weil demnach muss hier sehr viel mehr Virginia als Burley drin sein. Und das alles sehr angenehm unterstrichen durch eine Aromatisierung mit Honig. Leute, das ist ein guter Tabak. Auch beim Retronasalen, beim Ausblasen durch die Nase. Ja, haben wir einfach nur ein Virginia, leicht süffig, ganz dezent heuig, ein bisschen Honig, ein bisschen Nuss. Angenehm, richtig, richtig angenehm. Von daher First Generation 1855, aus meiner Sicht Daumen rauf, der gefällt mir. Das wird bestimmt auch nicht das letzte Mal sein, dass ich den habe. Ich denke mal, den werde ich ähnlich wie den Patriot Flake immer wieder mal holen. Patriot Flake ist ja ein reiner Virginia Flake von DTM Dawn Tobacco. Jetzt Fourth Generation 1855 ist ein Ready Rub Flake aus Virginias mit etwas Burley, einer leichten Aromatisierung. Sehr schöner Tabak, sehr guter Tabak. Klimmt auch weiterhin jetzt hier freudig runter. Man hat halt, beziehungsweise ich habe 2 Streichhölzer gebraucht, was vielleicht aber auch den Temperaturen geschuldet ist, weil es ist kalt. Temperatur um die 3 Grad Celsius. Es ist trotz allem leichter Wind, deswegen ist mir das Streichholz ausgegangen. Deswegen, ich wäre vielleicht mit einem, maximal 2 Streichhölzern ausgekommen, ohne hier mit dem Feuerzeug nochmal kurz nachfeuern zu müssen. Aber das sind jetzt Mutmaßungen. Generell, der Tabak lässt sich, wenn er erstmal eingebracht ist, nicht zu fest andrücken. Ist wie gesagt hier ein Ready Rub Virginia. Lässt er sich aber leicht entzünden. Bildet eine schöne, gleichmäßige, graue Oberfläche. Und überzeugt absolut mit seinem Aroma. Also mir gefällt er. Und von daher war es das auch schon soweit von mir für heute. Wie immer hier unten die Kommentarfunktion. Schreibt mir, was ihr vom Video haltet. Schreibt mir, falls ihr den Tabak schon kennt, Fourth Generation 1855, was ihr hiervon haltet. Habt ihr vielleicht Fragen dazu? Ich bin neugierig wie immer. Lasst uns einfach ein wenig austauschen. In gewohnter Weise wünsche ich euch weiterhin viel Spaß mit euren Pfeifen, mit euren Tabaken. Bleibt mir gesund. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder hier auf meinem Kanal. Happy Puffing, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.